Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute werden wir in diesem Video nochmal den Herkules angreifen. Hat zwei Gründe, warum wir das machen. Der erste Grund ist, wenn wir in die Post schauen, dann sehen wir, dass wir hier Herkules einmal fast besiegt haben. Ja, den Schwei hatten wir letztes Mal gerade im Video live quasi gezeigt, ne? Gemacht. Das war bisher mein bester Try. Und wir haben uns ja jetzt, das ist der nächste Grund, also eigentlich sind es drei Gründe. Wir haben uns ja jetzt komplett legendär ausgerüstet. Das heißt, wir haben einen ziemlichen Power Spike bekommen die letzten Tage, wodurch es uns nochmal die Chance erhöht, dass wir quasi Herkules besiegen können. Und Grund Nummer 3 ist ja, im letzten Video hatte ich auch gesagt gehabt, dass ich meinen Begleitern ein bisschen Equipment abziehen möchte. Ja, vor allen Dingen bei Marquardt. Da will ich seine Waffe haben. Ja, und zwar möchte ich da halt ein bisschen tauschen. Das heißt, wir werden da eventuell ein bisschen Stat-Punkte einbüßen. Und bevor ich diese Stat-Punkte einbüße, möchte ich nochmal ein paar Tries machen. Ne, mit den etwas besseren Stats. So, wir haben ihn ziemlich weit runter genagt schon hier, den Herkules. Und zwar wollte ich ja bei Marquardt die Waffe haben hier. Ne? Die möchte ich natürlich zerlegen, weil die gibt 200.000 Kristalle, das ist sehr viel. Und dafür bekommt er diese Waffe hier. Ja, die ist von den Stat-Punkten deutlich besser. Rune ist gleich. So, ne? Der Schaden rechts raus ist ein bisschen geringer, aber er hat deutlich bessere Stats dadurch. Ne? Dafür verbessern wir die Waffe aber nur 6 Mal. Ne? Und diese 9 Mal verbesserten Sachen, die nehmen wir dann mit auf mein Main, weil, wie gesagt, ich mich mehr ein bisschen auf die Ehrenhalle konzentrieren möchte als auf den Dungeon. Deswegen werden wir von diesen 561 wahrscheinlich ein bisschen einbußen müssen. Ne? Nicht mal so viel, denke ich mal. Wenn man plus minus noch die 116 noch mit dazu zählt, kommt es vielleicht sogar mehr oder weniger auf plus minus 0 raus. Ich habe es jetzt nicht durchgerechnet, ne? Oder vielleicht ein bisschen minus, aber dann haben wir auch noch den besseren Durchschnittsschaden. Und im Prinzip unterm Strich bekomme ich dann quasi 130.000 Kristalle geschenkt für fast plus minus 0 Stats auf dem Marquardt, und deswegen möchte ich diese Waffe dann für mich behalten, also zerlegen, ne? Und diese 9 verbesserten Male hiervon 6 Mal verbessern und den Rest auf mein Main transferieren. Ihr kennt das Prozedere, ihr kennt das Spielchen. Hatte ich ja letztes Mal gerade gesagt, wie da meine Pläne sind. Das Ding ist aber, ich habe in der Zwischenzeit immer noch keinen guten Edelstein gezogen. Oder was heißt guten Edelstein? Ich habe noch keinen großen schwarzen Edelstein gezogen. Bisher nur kleine und mittlere. Ne? Und die möchte ich natürlich nicht in diese Waffe einsetzen. So, legendäre Edelsteine bekommen die sowieso erstmal nicht. Und deswegen warten wir jetzt erstmal auf einen etwas größeren oder auf einen großen schwarzen Edelstein, einen aktuellen, dass der dann da reinkommt. Ne? Gut, auf jeden Fall bin ich gespannt. Wir werden jetzt ein paar Tries machen gegen den Herkules, wie es da aussieht. Ob wir da jetzt mittlerweile ein bisschen mehr anrichten können. Viel wird es ja nicht sein, weil wie gesagt, wir haben jetzt über die Tage oder in den einen Stream haben wir insgesamt so, jetzt mit den Verbesserungen auch noch so insgesamt an Stats 8, 9, vielleicht 10k gemacht. Das ist sehr, sehr viel. Ne? Also Ausdauer und Intelligenz. Wir haben natürlich auch Minus gemacht, dann sind es natürlich ein bisschen weniger. Aber auf jeden Fall haben wir das Wichtige hochgepusht, jeweils um 4k, Intelligenz und Ausdauer. Ne? Sind ja alleine schon 8k. Und jetzt hatte ich ja gestern noch ein bisschen was, 9k. Ja, lass es so knapp 10k sein, vielleicht was wir an Plus gemacht haben auf Intelligenz und Ausdauer insgesamt. Ne? Und das ist natürlich schon ziemlich viel innerhalb von so kurzer Zeit. Und deswegen bin ich mal gespannt, was wir so gegen Herkules jetzt anrichten können. Ne? Aber wie gesagt, was ich sagen wollte ist, auch wenn wir, keine Ahnung, jetzt 10k plus gemacht haben an Stats, ist es halt trotzdem immer noch nicht viel, weil wir bewegen uns in Gefilden, wo hier der Herkules unglaublich viel Leben hat. Der Olymp-Dungeon ist der letzte
Dungeon im Spiel, wo aktuell immer noch die besten Spieler weltweit an den letzten beiden Bossen hängen. Und deswegen ja, brauchen wir da auch gar nicht so viel ja, uns erhoffen, ne? Weil, wie gesagt, was sind 10.000, wenn hier der Herkules 17,4 Milliarden Leben hat. So, ne? Deswegen, das ist, ja, für uns persönlich ist es auf jeden Fall sehr viel, aber insgesamt macht es halt keinen so sehr großen Unterschied. Ne? Trotzdem haben wir uns sehr doll verbessert. Davon mal ab natürlich. Ne? Trotzdem sehr guten Schaden, den wir hier austeilen. Wir haben hier eben einen 1,1 Milliarden Crit gesehen von mir, ne? Und man muss schon sagen, die Waffe ist auf jeden Fall besser als die alte Waffe, auch wenn die alte Waffe eine sehr viel bessere Spanne hatte rechts raus, was natürlich jetzt gegen Herkules gar nicht mehr so verkehrt ist, machen wir hier konstant mehr Schaden und vor allen Dingen auch insgesamt mehr Schaden, weil wir halt einen besseren Durchschnittsschaden haben, weil meine alte Epic-Waffe natürlich kein Vergleich ist zu einer neuen legendären Waffe. Ja, und deswegen machen wir unter den Strich bessere Tries, als wir es bisher gemacht haben. Und ja, vor allen Dingen die Olymp-Gegner finde ich immer ziemlich interessant zum Zusehen, muss ich sagen. Da die halt so verdammt viel Leben haben, entwickeln sich hier immer spannende Kämpfe. Die gehen relativ lange und vor allen Dingen jetzt auch noch ein bisschen länger als vorher, weil ich ja jetzt auch momentan dabei bin, mich ein bisschen tankiger zu machen als Mage. So, ne? Ich will jetzt ja auch als nächstes auf die 100.000 Ausdauer kommen, da das für mich auch besser in der Ehrenhalle ist natürlich. Ne? Und ja, da bin ich auf einem guten Weg und darüber hinaus werde ich auch noch ein bisschen höher gehen als 100.000. Ne? Ich werde hier jetzt erstmal auch zusehen, dass ich die Basispunkte auf 30.000 hochkriege. Da habe ich ziemlich viel in mein Main-Attribut reingeknallt. Ne, das ist gar nicht mal, also es ist halt nicht verkehrt so, aber wenn man das Maximale rausholen will, dann sollte man eine 60-40 Skillung schon erreichen. Ne, kommt halt auch darauf an, in welchen Gefilden man sich auf seinen eigenen Server bewegt. Hat man sehr viele Mages als Gegner um sich rum, hat man verschiedene Klassen um sich rum oder ganz andere Klassen, ne? Je nachdem skillt ihr dann halt unterschiedlich. Ne? Ich kann da immer wieder auf die Videos von Strider und mir hinweisen, oder die Strider gemacht hat und mir da die Tipps gegeben hat für den PvP-Bereich und was man da besser machen kann. Und ja, das Ganze wurde halt durchgerechnet und unterm Strich zeigen es die Simulatoren, dass ja, eine 60-40 Skillung in meinem Falle und in den meisten Fällen die beste Variante ist. So. Alter, was wir hier an Crits raushauen, habt ihr das gesehen? Ja, zweimal hintereinander 1,2 Milliarden, davor einen 1 Milliarden, also das ist schon deutlich, ja, der Schaden ist schon deutlich hochgegangen, sag ich mal so, im Durchschnitt. Hat aber auch damit zu tun, dass wir hier natürlich auch jetzt mittlerweile den großen legendären Edelstein in der Waffe haben. Der carryt schon ordentlich durch. Und wenn wir uns komplett steintechnisch legendär ausgerüstet haben, ich glaube, das geht dann, dann haben wir nochmal einen ganz anderen Power Spike. Oh, das ist ein sehr guter Versuch. Wenn wir jetzt richtig gut reinhasseln, dann könnte der Herkules hier tatsächlich jetzt fallen. Na, er darf uns nicht critten und wir müssen, nein, er crittet uns zu häufig. Oh nee, das ist schon wieder vorbei. Oh, hätten wir einen Schlag mehr überlebt, dann wäre er down gewesen, Alter. Boah. Die Tries sehen schon sehr gut aus. Also wenn die Kunigunde hier ihre Combo trifft, dann ist Schicht im Schach. Ja. Also Herkules, der kann sich, glaube ich, bald warm anziehen. Man merkt auf jeden Fall, dass wir deutlich mehr Schaden haben als vorher, weil mein Marquardt hat natürlich jetzt auch meine letzte Waffe und ich habe halt die legendäre. Das ist halt auch nochmal unglaublich viel mehr Schaden als vorher. Und ja, das ist schon heftig auf jeden Fall. Das ist halt das Gute, wenn man seine Begleiter und sich selbst relativ gleichmäßig equipt. Oh mein Gott, Alter, was war das denn? Gleichmäßig equipt hat, dann ja, macht man natürlich auch overall mehr Schaden. Jetzt möchte ich, wie gesagt, den Schaden ein bisschen mehr auf meinen Main ummünzen, ein bisschen von meinen Begleitern abziehen. Aber es ist nicht mal viel, was man abzieht da großartig. Ich hab's euch ja am Anfang gesagt, ne? Und ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sich das auswirken wird. Boah.
auch richtig saftige Crits rausgehauen hier. 1,3 Milliarden, das sind schon Zahlen. Da habe ich früher geträumt von auf jeden Fall. Oh, schade. Da hat mein Marquardt und Bertram gute Arbeit geleistet. Hätte die Kunigunde jetzt ein bisschen besser performt, dann hätte es das jetzt auch schon wieder sein können. Also Herkules, den haben wir im Auge. Das wird nicht mehr allzu lange dauern. Vielleicht machen wir sogar insgesamt mehr Schaden, wenn ich denn ja, die Kristalle nochmal von Marquardt abziehe und der einfach die Legendäre bekommt. Ich meine, das sind auch nochmal 77 mehr Durchschnittsschaden, also ist auch nicht verkehrt. Ja, hier haben wir auch noch eine Legendäre drin. Ist auch eine originale Legendäre. Ich habe ja wie gesagt 4 Stück gezogen. Ne? Aber insgesamt ist diese hier die beste oder die zweitbeste Legendäre, die ich bekommen habe. Ne? Die erstbeste habe ich natürlich mein Main gegeben, ist klar. Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, wir haben ganz gute Karten. Ne? Ich gebe ihn noch so, also wenn ich jetzt Herkules weiter mit Free Tries mache, gebe ich ihn vielleicht noch so einen Monat oder so. Dann habe ich in der Zeit vielleicht nochmal den einen oder anderen großen legendären Edelstein gefunden. Das gibt mir nochmal unglaublich viel mehr Schaden hier gegen Herkules und dann sollte es auch bald soweit sein, dass wir hier Herkules geschlagen kriegen. Ne? Wie gesagt, es macht halt keinen großen Unterschied, ob wir ihn jetzt besiegen oder nicht. Ja, weil, ja, im Prinzip, was bringen mir die 300 Millionen Erfahrung so? Es ist einfach nur für uns, sag ich mal, dass wir einen Gegner weiter sind hier im Olymp-Dungeon. Das ist auf jeden Fall sehr nice, wenn man das schon geschafft hat. Ne? Weil, ja, es ist ja schon irgendwo, jeder Gegner ist jetzt mittlerweile ein Achievement, weil die halt so unglaublich lange dauern und da momentan jeder Spieler weltweit festhängt, so an den letzten Etagen. Ne? Ich bin jetzt bei 6 von 10. Ich glaube, die höchsten Spieler, die hängen momentan bei 8 oder 9 von 10. Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Eins von beiden auf jeden Fall. Und ja, ich meine, das ist nochmal ein Unterschied zwischen mir, der 558 ist, und jemanden, der knapp vor 600 ist oder 600 oder noch höher. Und deutlich bessere Stats auch als ich habe. Doppelt, dreifach so viel. Ne? Und da hängt man nur 2, 3 Etagen auseinander. Da kann man sehen, wie verdammt schwer der Dungeon später noch wird und wie lange wir hier mit den Gegnern noch zu tun haben. 1,4 Milliarden haben wir rausgehauen, ey. Holy shit. Das ist auf jeden Fall verdammt krass. Ich hätte nie gedacht, dass wir mal so eine fetten Crits hier mal landen werden. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. Auch die neue Waffe gefällt mir gut. Ne? Ich glaube, es ist auch ein neuer Sound in dem Spiel. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal gehört habe. Die Animation sieht cool aus mit dem grünen Totenkopf. Das gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen. Und gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ne? Das ist eine coole Waffe auf jeden Fall. Und ja. Ja, so sehen die Tries auf jeden Fall erstmal aus. Ne? Fand ich auf jeden Fall recht interessant mal zu gucken. Ne? Ich pilze ja jetzt nicht so hardcore rein. Aber mal zu sehen, ja, wie man so jetzt mittlerweile dasteht, was einen jetzt so der legendäre Dungeon gebracht hat, wie weit man jetzt gekommen ist, fand ich mal interessant zu sehen. Und ich denke mal, zwischendurch kann man das immer mal wieder versuchen, ob der live in dem Video fällt. Ne? Aber da braucht man schon verdammt viel Glück von allen Begleitern, Kunigunde, und ja, dann muss ich nachher auch am Ende die Crits landen. Und ja, ne, das ist jetzt der letzte Try. Ja, wir gucken nochmal, vielleicht kriegen wir nochmal einen schönen Crit-Treffer zu sehen. Ansonsten, wie gesagt, der höchste, den wir jetzt gesehen haben, war, glaube ich, 1,4 Milliarden. Ne, das ist ja schon mal nicht verkehrt. Und ja, dann war es das erstmal soweit. Wir versuchen ihn auf jeden Fall weiter mit Free Tries und ich halte euch weiterhin auf dem Laufenden, wie es denn um den Herkules steht. Hängen ja jetzt schon ein paar Monate dran, gefühlt auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht nur gefühlt, sondern es ist auch Realität. Ich weiß gar nicht, wann wir den angefangen haben zu tryen. Jo, gut. Das war es soweit von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.